Hallo meine Lieben, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von der Ackerromantik bei der Schatzsuche auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Mein Name ist Flo. Ich suche heute wieder mit dem XPDeus 2 von abenteuer-schatzsuche.de hier auf der Ausgrabung. Und zwar haben wir jetzt hier ein großes Areal, was gegrubbert wurde, denn hier soll auch noch mal eine größere Prospektion mit mehreren Suchern stattfinden. Heute bin ich aber alleine hier, guck schon mal so die ein oder andere Ecke vielleicht ein bisschen ab. Ich denke, da werden richtig gute Funde bei rumkommen, also bleibt auf jeden Fall dran. Lasst mir schon mal gerne ein Like da für den Algorithmus und wir sehen uns dann gleich nach dem Intro beim ersten Signal. Erste 78er Signal hier. Und es ist die erste Musketenkugel mit Gussrest. Schönes 70er Signal. Wollen wir mal schauen, was es ist. Scheint was Größeres zu sein, oder ist hier in dem... Nee. Ist runtergefallen? Oh! 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 Schön! Das ist ein Knopf, glaube ich. Ein schöner Arsenbronze. Oh, was ist das denn? Das... Nee. Komische Anbringung. Ich glaube, es ist ein Teil von einem Manschettenknopf tatsächlich. Den können wir uns auch gleich mal im Studio angucken. Ja, ich glaube, da fehlt ein Glied mit einem Knopf. Also könnt ihr mir vorstellen, dass das ein Teil von einem Manschettenknopf ist tatsächlich. Sehr schön. Ja, da haben wir das erste anständige Fundstück des Tages stehen. Gleich das zweite Signal. Ein Manschettenknopf. Auf der einen Seite fehlt allerdings der Knopf, aber man kann an diesem Steg, der die beiden Knöpfe verbindet, noch so eine Einkerbung sehen, wo mal die Öse des anderen Knopfes saß. Meine starke Vermutung ist, dass dort die Öse an diesem anderen Knopf gebrochen ist und so ist dann halt auch der Manschettenknopf verloren gegangen. Aus Silber wird er, glaube ich, nicht sein, sondern es handelt sich hierbei um Arsenbronze, sonst wäre er wahrscheinlich eher mehr gräulich, oxidiert und auf jeden Fall kein schlechter Anfang für diese Folge. Wir machen weiter mit dem ersten Münzfund. Der Wahnsinn. Ich habe hier einmal ein 70er Signal und einmal so ein 51er Signal. Beides nebeneinander, beides recht oberflächlich. Bin mal gespannt, was es ist. Oh, es ist rund, aber es ist ein Knopf. Ein Knopf. Ich glaube, der war mal feuervergoldet. Hinten meine ich noch Schrift zu erkennen. Wir haben schon mal einen Knopf auf jeden Fall, das 70er Signal. Jetzt gucken wir mal das 51er Signal. Da war gerade schon irgendwas. Was ist denn? Okay, das scheint Müll zu sein hier. Ja. Einmal Müll, einmal ein Knopf. Das Signal hier war extrem tricky, denn im Boden hat man nur ein abgehacktes Signal gehört, so im 70er Leitwertbereich und dann Eisen. Da könnte man eigentlich davon ausgehen, es ist Eisen, was fälschlicherweise nicht rausdiskriminiert wird. Aber bei 70er Leitwert ist das recht unwahrscheinlich, deshalb habe ich trotzdem mal gegraben. Und es ist tatsächlich ein 70er Signal, was wir jetzt hier im Aushub haben. Das ist es nicht. Na, wo haben wir es denn?
Ah, ich sehe es. Aber es ist nur ja, ein großes Stück. Ich weiß gar nicht, was es ist. Blei ist es, glaube ich. Ja, lässt sich leicht verbiegen, ist Blei. Ein großes Stück Blei. Aber hätte auch eine Münze sein können. 78er Signal. Wollen wir mal schauen, was es ist. Oh. Ach, es ist wieder eine Musketenkugel verschossen, hat auch irgendwas getroffen. Auf der einen Seite ganz platt. Tag der Musketenkugeln anscheinend heute. Bin gespannt, wann die erste Münze kommt. Ja, meine Lieben, wir haben die erste Münze. Es handelt sich um eine Pfennig-Scheidemünze, ich glaube so von um 1800. Die ist nicht mehr ganz so toll, an den Rändern ist sie schon ziemlich weggebrochen. Aber insgesamt kann man noch was drauf erkennen. Ich mache sie mal sauber und dann schauen wir sie uns gleich mal im Studio an. Die erste Münze auf jeden Fall. Hoffentlich geht es so weiter. Da haben wir Ihnen stehen, den ersten Münzfund des Tages, bezeichnend für alle weiteren Münzfunde, die wir in dieser Folge noch machen werden, in einem wirklich miserablen Zustand leider. Es handelt sich um eine Pfennig-Scheidemünze um 1800. Wir schauen mal eben auch auf die Rückseite drauf. Da erkennt man noch so ganz leicht das Pferdchen. Aber insgesamt so schlecht erhalten. Da gibt es römische Münzfunde, die wesentlich besser erhalten sind als so eine Münze aus dem 18. Jahrhundert, wenn man sich das mal überlegt. Aber es ist leider so, ich kann es nicht ändern. So kommen die Münzen aus dieser Fläche leider raus. Und wir machen weiter mit dem nächsten Fund. Ganz oberflächliches 81er Signal. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Ist was Größeres auf jeden Fall, aber nicht identifizierbar. Ich würde sagen, es handelt sich um ein Bruchstück von irgendeiner Landmaschine. Ah, schade. 83, 84er Signal. Und es ist eine Münze. Aber ja, doch, so ein bisschen was sieht man noch drauf, aber die ist auch schon nicht mehr toll. Ich glaube, ja, ich weiß es noch nicht genau. Ich muss sie mal reinigen. Hinten erkennt man noch so ein ganz bisschen was. Aber immerhin die nächste Münze. Top. Sehr schön. Hier haben wir das nächste ganz oberflächliche 80er Signal. Oh, es ist rund, aber es war mal ein kleiner Knopf, mini klein, wirklich mini. Hier haben wir wieder ein sehr oberflächliches 85er Signal. Oh, sehr schön. Es ist ein kleines Bechergewicht. Mal gucken, ob da irgendwie was drauf ist, aber so erkenne ich noch nichts. Nee. Leider nicht. Aber trotzdem ein sehr schöner Fund. Macht man auch gar nicht so häufig. Also ich zumindest nicht. Alle paar Suchtage vielleicht mal ein. Der letzte ist auch schon wieder ein bisschen her, aber ja, sehr schön. Da habe ich es euch schon mal hingestellt, so ein bisschen schräg, dass ihr auch die Innenseite ein wenig seht. Ein sogenanntes vormetrisches Einsatzgewicht, den meisten wahrscheinlich besser bekannt als Bechergewicht.
gab es in unterschiedlichen Größen, konnten dann ineinander gestapelt werden und dann gab es so einen großen Becher mit einem Deckel, der häufig auch figürlich verziert war. Da waren dann diese ganzen Becher reingestapelt und findet man überall dort, wo Handel betrieben wurde. Gibt es seit dem 15. Jahrhundert, waren so bis zum 18. Jahrhundert im Gebrauch. Ich denke, dieses Bechergewicht wird so aus dem 16., 17. Jahrhundert stammen. Hergestellt häufig, wenn man jetzt von Deutschland ausgeht, in der Stadt Nürnberg. Da war ein großes Schmiedegewerbe. Und hier vielleicht aus der bekannten Nürnberger Rotschmiede vielleicht dieses Bechergewicht. Also auf jeden Fall auch in Bezug auf Handel ein ganz schöner Fund. Und wir machen weiter mit dem Highlight dieser Folge. Oh Mann, Leute, es ist so absolut unglaublich. Ich bin mir nicht genau sicher, aber es könnte sein, dass ich das nächste Nadelteil gefunden habe. Es sieht unten am Bruchpunkt so aus, als wenn mal eine Nadel dran war auf jeden Fall. Aber den Typus kenne ich jetzt noch nicht vom Kopf. Es ist so unfassbar. Diese Fläche ist so unglaublich. Hier steckt so viel Geschichte im Boden. Genial. Schauen wir uns gleich im Studio an. Wahnsinn. Da haben wir das Highlight dieser Folge, der nächste Nadelkopf meiner Meinung nach. Und ich mache es nicht so wie manch anderer vielleicht, dass ich die Highlights ans Ende der Folge schiebe, sondern ich zeige es euch wirklich so in der Reihenfolge, wie ich es auch quasi an diesem Tag gefunden habe. Und wie gesagt, ich bin mir hier zu 99% sicher, dass es ein Nadelkopf ist. Den genauen Typ kann ich diesmal leider nicht sagen, konnte ich nicht herausfinden. Ist ein bisschen anders geformt als die Flügelnadel, die ich das letzte Mal finden konnte. Aber ich gehe davon aus, dass es sich hierbei auch wieder um einen Fund aus der Eisenzeit handeln wird. Also auch wieder gute 2600 Jahre alt. Und es ist wirklich Wahnsinn, nach so langer Zeit der Erste zu sein, der dieses Stück wieder in den Händen halten konnte. Und es ist natürlich auch wichtig für die wissenschaftliche Forschung dort auf dieser Fläche und die archäologischen Grabungen. Wir schauen auch noch mal kurz von vorne quasi auf diese Nadel drauf, dort auf diesen Bruchpunkt. Den kann man nämlich auch gut erkennen und der ist auch kreisrund. Also es wird meiner Meinung nach zu 99% ein Nadelkopf sein. Und jetzt machen wir weiter mit spannenden Funden. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch dran bleibt. So einige historische Sachen kommen noch und auch ein Stück, da denke ich, das könnte vielleicht sogar auch in diese Richtung gehen. Sehen wir jetzt. So, einen guten Meter neben dem Nadelkopf vermeintlichen haben wir die nächste Münze. Leider auch wieder sehr platt. Die Münzen hier sind alle nicht mehr in so einem tollen Zustand meist, weil das Feld hier in der Vergangenheit immer viel mit Mist und so gedüngt wurde. Und das greift diese Kupfermünzen natürlich extrem an. Ja, und hier wurde auch immer viel gepflügt und geeckt, das weiß ich noch aus meinen Kindheitstagen. Und umso mehr die Funde verlagert sind, desto mehr Abrieb findet da natürlich auch statt. Ja, ich glaube, viel kann man nicht mehr erkennen. So ein bisschen sieht man den Herrscher hinten noch. Ich meine FW, Friedrich Wilhelm, Fragezeichen. Ich glaube, die brauchen wir uns nicht angucken. Wir gucken mal weiter und vielleicht schauen wir sie uns dann zusammen mit dem nächsten Fund an. '70er Signal, hier in der lockeren Erde. Ist natürlich alles hier recht locker, jetzt nach dem Grubbern oder Ecken. Das ist natürlich eigentlich zum Suchen nicht so optimal. Besser ist natürlich, wenn die Erde ein bisschen komprimiert werde. Aber wenigstens ist sie nicht trocken. Ah. Oh, schön. Ich dachte zuerst, scheiße Blei, aber es ist eine richtig schöne Tuchblombe. Mit einem Z auf der einen Seite und irgendeinem Wappen auf der anderen. Wahrscheinlich würde ich mal vermuten, irgendwas vielleicht aus den Niederlanden auch. Denn die Niederlande waren natürlich damals zu der Zeit die Wirtschaftsmacht Nummer 1 und da kamen viele Tücher halt über die Niederlande auch hier nach Deutschland. Ich meine, hier steht sogar noch irgendwas drauf, aber ob man es noch entziffern kann, ist die Frage. Wir gucken sie uns trotzdem gleich mal an. Einfach auch mal eine Plombe mal angucken. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Plombe, von daher sehr gut.
Ja, nächster Fund, eine Plombe, wie ich schon auf der Fläche gerade sagte, auf der einen Seite mit einem Z und auf der anderen Seite ist ein Wappen abgebildet. Wir schauen mal erstmal auf diese Seite rauf und dann drehe ich euch die Plombe nochmal um. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Tuchplombe, weil die an Textil quasi befestigt war und diente so gesehen der Qualitätskontrolle, entweder vom Tuchmacher oder vom Färber oder auch vom Händler, der dieses Tuch dann verhandelt hat, wurde dann eine Sichtprüfung quasi dieses Textilgewebes vorgenommen und ja, wenn das die Güte erfüllt hat, dann gab es halt diese Plombe und dieses Tuch wurde damit verplombt. So konnte quasi der Käufer sicher sein, dass es halt dementsprechend diese Qualität aufweist. Und ich drehe euch das nochmal um jetzt. So rum gehört es, meine ich. Da sehen wir nämlich einen Vogel, Adler, Fragezeichen. Und ich habe so ein ähnliches Wappen tatsächlich finden können. Ich habe ja schon gesagt, wahrscheinlich aus den Niederlanden, denn die Niederlande waren damals ein großes Handelszentrum und großes Herstellungszentrum auch. Eine große Tuchmacherindustrie dort damals in den Niederlanden. Und eine Ähnlichkeit ist hier zur Ortschaft Middelburg in der Region Seeland. Also daher könnte diese Plombe stammen. Ich habe sie auch mal meinem Professor für Mittelalterarchäologie gezeigt. Er sagt, ja, da gibt es schon Ähnlichkeiten, das könnte gut hinkommen. Warum das Z jetzt drauf ist, wusste er nicht genau. Ich sage, ja, vielleicht, weil aus der Region Seeland kommt. Wird ja mit Z geschrieben. Und das käme also an dieser Stelle ganz gut hin. Also ein Fund, der auch wieder auf Handelsverbindungen hinweist. Ganz interessant. Und wir machen weiter mit dem nächsten kuriosen Fundstück, wo ich denke, das könnte auch schon richtig alt sein. Das nächste oberflächliche 83er Signal. Scheint aber was Größeres zu sein tatsächlich. Hier in so einem alten Grasknubbel. Gucken, ob wir es raus haben. Ah ja. Scheiße. Schrotpatrone. Naja. Wir haben die nächste Münze. Entschuldigt bitte, dass ich nicht ganz so viel live filme heute. Wir haben zum einen hier recht stollen Wind. Da muss ich mal gucken, wie ich denn da zum Wind stehe. Und ich grabe natürlich auch viele Löcher, wo viel Müll dabei ist. Jetzt haben wir die nächste Münze, ein 2-Pfennig-Stück, meine ich, vielleicht von 1800 und, na, ich könnte mir vorstellen, 21 vielleicht. Eine etwas größere Münze, aber auch nicht mehr in so einem ganz tollen Zustand. Ich versuche sie mal sauber zu machen. Und wenn sie was wird, dann schauen wir sie uns gleich im Studio an. 92er Signal. Gold. Ich weiß nicht genau. Könnte auch Müll sein. Liegt auf jeden Fall tief. Mal schauen. Oh. Es ist rund. Oh. Sieht interessant aus. Es ist rund und es ist ein Ring. Ich glaube, es könnte von einem Messer stammen. Gucken wir uns gleich mal im Studio an. Eine quadratische Fassung quasi. Schwierig zu sagen. Messe ich auch mal ein. Sieht interessant aus. Da haben wir das nächste Fundstück und ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht von einer größeren Waffe stammen könnte. Vielleicht von einem Dolch oder Säbel oder vielleicht gar einem Schwert. Wir schauen mal eben schnell drauf. Da sehen wir diese quadratische Aussparung dort. Die ist ungefähr so, ja, ich würde mal schätzen, so 1 cm mal 1,8 mal 2 vielleicht.
Zentimeter groß. Das spricht dafür, dass wenn da ein Erl mal durchging, dass dieser Erl doch schon recht massiv war. Dementsprechend müsste es sich eigentlich um irgendwas Größeres gehandelt haben. Und dann drehe ich euch das nochmal zur Seite. Da sehen wir dann noch so eine streifenförmige Verzierung. Und ich glaube auch so von der Patina, das wirkt für mich alles schon älter. Wenn ihr da vielleicht eine Idee habt oder vielleicht sogar ein Vergleichsstück, wäre ich da für Hinweise sehr dankbar. Und dann machen wir weiter noch mit den restlichen Münzen des Tages. Er Signal. Ach. Blechscheiß. Wir haben die nächste Münze. Es ist wieder eine total runtergerockte Pfennigscheidemünze. Ja, ziemlich verkrustet auch. Weiß nicht, ob ich die noch anständig sauber kriege. Ich glaube von 1700 noch was. Kann man nicht mehr gut erkennen. Ja, mal schauen, ob wir sie uns angucken oder nicht. Ja, da haben wir die ganzen anderen Münzen dieser Folge mal zusammengefasst stehen und sie sind wirklich alle in einem schlechten Zustand, genauso wie die Einpfennig-Scheidemünze, die wir uns am Anfang mal stellvertretend angeschaut haben. Sind auch überwiegend Einpfennig-Scheidemünzen, eine Zweipfennig-Scheidemünze ist dabei und manche Münzen kann man auch gar nicht mehr identifizieren. Eine Münze ist hierbei, das eine Ecke, so eine ganz kleine Stelle noch richtig gut und der Rest drumherum auch völlig tot. Aber so ist es leider auf dieser Fläche. Die Münzen kommen in einem wirklich schlechten Zustand dort aus dem Boden. Ich kann es nicht ändern, es ist leider so. Dafür konnten wir andere schöne, richtig tolle historische Funde machen in dieser Folge. Und wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert gerne den Kanal Sondel die Waldfee. Wir sind kurz vor 7000 Abonnenten. Ich glaube 190 ungefähr fehlen noch. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn die 7 vorne steht. Und ja, hier verlinke ich euch nochmal 2 weitere Videos. Wenn ihr sie nicht kennt, schaut gerne rein. Grüße gehen nochmal an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Wann ich das nächste Mal losgehen kann, weiß ich gar nicht, denn momentan haben wir hier ungefähr -8 Grad und Bodenfrost. Da ist natürlich nichts möglich, aber sobald das Wetter wieder besser wird, gehe ich natürlich wieder für euch los und wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Macht's gut.